Hallo und herzlich willkommen zum 18. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch Smith & Wesson 39-2 vor. Die Idee und die Entwicklung startet 1949. Das, weil die Amerikaner während dem Zweiten Weltkrieg sehr beeindruckt waren von der Walther P38, die dazu die Nazis benutzt haben. Auf den Markt gekommen ist sie erst 1955, ist aber extrem erfolgreich gewesen, weil es ist die erste semiautomatische Pistole der Amerikaner war, mit einem Double-Action-Abzugssystem. Viele Polizei und Behörden haben dazu mal halt immer noch Revolver benutzt und es ist eigentlich das Modell gewesen, wo den ersten Schritt gemacht hat, dass ja, die von Revolver zu semiautomatischen Pistolen gewechselt haben. Das Produkt ist immer weiter entwickelt worden. Man redet schlussendlich von 4 verschiedenen Generationen und Smith & Wesson hat die eigentlich bis kurz vor den 2000er haben sie die auch sehr gut verkauft. Gegen die Jahrtausendswende sind sie dann halt doch vom Markt verschwunden, weil einerseits die einreihigen Magazin, wo jetzt sprich die Modellreihe nutzt, ist halt nicht mehr so gefragt gewesen und man hat dann den Wandel von den Pistolen mit dem Kunststoffgriffstück. Und dadurch ist sie leider, 1999 hat man dann eigentlich die Produktion von dieser Modellreihe eingestellt. Das Unboxing haben wir leider nicht aufnehmen, da wir die Originalverpackung nicht mehr haben. Theoretisch kommt die Waffe aber in einer Kartonschachtel mit Bedienungsanleitung und Putzstab. Es ist eine Hammerfire-Pistole mit Single- und Double-Action-Abzug. Sie wiegt ca. 780 Gramm und hat einen Stahlschlitten. Und der Lauf ist 102 mm lang und gezogen. Das Griffstück ist aus Aluminium und verfügt im hinteren Bereich über eine texturierte Oberfläche für eine bessere Griffigkeit. Unterhalb ist eine Öse vorhanden, damit man ein Lanyard montieren kann. Zudem hat man im vorderen Bereich vom Magazinschacht eine kleine Kerbung drin, damit man das Magazin besser rausbringt. Die Griffschalen sind aus Holz. Die verfügen oben dran über ein Smith & Wesson Emblem und unten dran über eine Fischhauttexturierung für eine bessere Griffigkeit. Das Magazin ist aus Stahlblech und fasst 8 Schuss. Bedienerelemente sind alle auf der linken Seite angebracht. Zu denen gehört der Sicherungshebel mit der Entspannfunktion, der Schlittenfanghebel und der Magazinauslausknopf. Zudem verfügt die Pistole über eine Magazinsicherung, wo macht eigentlich, wenn kein Magazin eingelegt ist, dass man nicht abdrucken kann. Der Abzugsweg im Double-Action-Modus ist sehr lang, ca. 5 Kilo schwer
also streng, und der Druckpunkt ist fast gar nicht bis gar nicht erkennbar. Im Single-Action-Modus ist er leichter, das heisst 2 Kilo, viel kürzer und der Druckpunkt ist sehr gut erkennbar. Der Reset-Weg ist ja bei beiden Modus eigentlich gleich, der ist relativ kurz und der ist auch gut erkennbar. Das Korn ist aus Stahl und direkt am Schlitten fixiert. Das verfügt über eine texturierte Oberfläche, aber nicht über eine farbliche Kennzeichnung. Die Kimmenvisierung hat auch keine farbliche Kennzeichnung, kann jedoch horizontal justiert werden. Der Rückschuss war für eine 9 mm Pistole eigentlich wirklich recht stark. Man kann es aber eigentlich recht gut handhaben. Von der Präzision, vom Schussbild her, sind wir eigentlich auch ganz zufrieden gewesen. Man bedenke, unser Modell kommt aus den 70er Jahren. Es ist jetzt nicht gerade die beste, die wir bis jetzt hatten, aber dennoch gute Leistung erbracht und hat auch mit modernen Faustfeuerwaffen mithalten. Mein Fazit zu der Smith & Wesson ist, es ist eine lustige Pistole zum Schiessen, dadurch, dass sie halt eher einen starken Rückstoß hat, macht sie Spaß. Ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft fürs dynamische Schiessen, aber hat trotzdem irgendwo seinen Reiz. Der Double-Action-Modus ist jetzt so für mich jetzt nicht so etwas, wo überzeugt, weil ich bin eher im Single-Action-Modus schiessen, weil ja, es ist halt streng, es ist nicht so angenehm und ja, es ist einfach Single-Action finde ich cooler. Alles in allem, aber schöne Waffe, macht Spaß zum Schiessen, ist jetzt sicher nicht für jedermann zu empfehlen, aber wenn man ein Fan ist, kann man sie sicher empfehlen. Also ich bin auch der Meinung, dass das Modell nicht jedermanns Sache ist, weil halt, ja, man merkt ihr halt das Alter an. Aber ich finde sie wirklich eine schöne Pistole, also vor allem eben mit dem leicht bläulichen Aluminium, mit der Holzgriffschale, der Abzug im Single-Action-Modus, vor allem der Reset-Weg, der ist wirklich phänomenal. Also ich finde,
Der ist extrem kurz und vor allem man spürt ihn und hört ihn sehr gut und das macht es halt auch sehr spannend für schnelle Schussabfolgen. Sonst halt, ja, es ist eine zuverlässige Waffe. Ich meine, die ist bald 50-jährig, sie tut immer noch einwandfrei. Aber eben halt doch schon eher, wie es der Patrick gesagt hat, halt vielleicht für Fans oder halt vielleicht halt ein bisschen für Sammler. Eben, es war schlussendlich das Modell, das die Zeit der semiautomatischen Pistolen für Behörden eingeläutet hat. Nicht nur in Amerika, auch in der Schweiz, wie man es da auf dem Schlitten vom Wappen sieht. Das war auch mal eine Dienstwaffe von Neuchâtel. Ja, wenn man etwas Zuverlässiges suchen tut oder eben auch gerne ein bisschen etwas mit Rückstoß hat, aber nicht unbedingt halt auf größere Kaliber möchte gehen, auf jeden Fall. Aber sonst schon eigentlich eher so richtig Sammler. In dem Fall danke vielmals an Assetto Suisse, dass wir dort unsere Schussaufnahmen machen dürfen. Danke euch auch vielmals fürs Zuschauen. Wir würden uns natürlich auch über jeden neuen Abonnent und jeden Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wie immer findet ihr Detailbilder auf Instagram und auf unserem Facebook-Account. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.